Ahoi, ihr Landratten! Setzt die Segel und fahrt möglichst viele Punkte ein. Würfelt und tragt euer Ergebnis auf eure Landkarte ein. Macht das clever und geschickt, denn nur so seid ihr den anderen eine Bootslänge voraus. So macht ihr das Spiel startklar. Jeder von euch nimmt sich ein Blatt vom Block. Das ist eure Landkarte. Die Würfel kommen in die Tischmitte. So wird gespielt. Der älteste Spieler ist der Startspieler und kreuzt auf seine Karte unten links das Kästchen „Ich bin der Kapitän" an. Nach ihm spielt ihr weiter im Uhrzeigersinn. Wenn du an der Reihe bist, nimmst du alle 4 Würfel und wirfst sie einmal. Anschließend bildest du für dich 2 Würfelpaare. Jedes Paar besteht immer aus einem Symbol und einem Zahlenwürfel. Du musst nach Möglichkeit das Ergebnis beider Würfelpaare auf deine Landkarte eintragen. So trägst du dein Ergebnis ein. Auf deiner Landkarte siehst du 6 Symbolreihen und 9 Spalten. Der Symbolwürfel eines Würfelpaares gibt dir mit seinem Symbol vor, in welcher Symbolreihe du dieses Ergebnis eintragen musst. Der Zahlenwürfel gibt dir die Zahl vor, die du dort in ein Feld einträgst. Du darfst dir die Würfelpaare so zusammenstellen, wie es für dich am besten ist. Anschließend trägst du beide Ergebnisse ein. In jeder Symbolreihe kannst du frei entscheiden, welche Zahl wohin kommt. Allerdings musst du folgende Regeln beachten. Das Feld muss leer sein. Eine bereits eingetragene Zahl oder ein Kreuz darfst du nicht überschreiben. Was es mit den Kreuzen auf sich hat, erklären wir gleich. In jeder Symbolreihe müssen die eingetragenen Zahlen von links nach rechts gleich bleiben oder aufsteigen. Innerhalb einer Spalte darfst du die Zahlen beliebig eintragen. Sie müssen also nicht gleich oder aufsteigend sein. Zwischen deinen Zahlen dürfen beliebig viele freie Felder liegen. Was machen deine Mitspieler? Deine Mitspieler müssen gleichzeitig mit dir ein Würfelpaar ihrer Wahl auf ihre Landkarte eintragen. Dabei darf jeder das Würfelpaar so zusammenstellen, wie es für ihn am besten passt. Wichtig ist, dass deine Mitspieler nur ein Würfelpaar eintragen und nicht beide. Beim Eintragen gelten für sie dieselben Regeln wie für dich. Kann einer von euch nichts eintragen? Tja, dann ist das Seemannspech. Seid ihr fertig mit Eintragen? Dann ist der nächste Spieler mit Würfeln an der Reihe. Was bedeutet der Fluss? Auf eurer Karte schlängelt sich ein Fluss durch alle Spalten und Symbolreihen. Du trägst auch im Fluss ganz normal deine Zahlen ein. Aber es gibt für die Flussfelder eine Besonderheit. Hast du in einem Flussfeld einer Symbolreihe eine Zahl stehen und dieses Ergebnis kommt noch einmal, dann hast du Glück. Es spielt zunächst keine Rolle, ob du dieses Ergebnis eintragen könntest oder nicht. Wichtig ist nur, dass du genau dieses Ergebnis bereits in einem Flussfeld stehen hast. In diesem Fall kannst du den Sailorman-Zug machen. Du musst dieses Ergebnis nicht in der passenden Symbolreihe eintragen. Stattdessen kannst du in ein beliebiges freies Feld auf deiner Landkarte ein Kreuz machen. Das Kreuz hat keinen Einfluss auf die Reihenfolge. Außerdem dürfen beliebig viele Kreuze in der gleichen Symbolreihe oder Spalte vorkommen. Deine Mitspieler können den Sailorman-Zug ebenfalls nutzen. Ihr müsst euch aber immer entscheiden, ob ihr das Ergebnis normal eintragen oder ein Kreuz machen möchtet. Beides geht nicht. Die Wertung. Sobald du eine Symbolreihe, eine Spalte oder eines der Teilgebiete komplett gefüllt hast, bekommst du Punkte. Hast du alle Felder einer Symbolreihe oder Spalte komplett gefüllt? Dann kontrolliere, welche Zahl du dort am häufigsten eingetragen hast. Denn du bekommst Punkte für die Anzahl der häufigsten Zahl. Trage sie in das Punktefeld am Ende der passenden Symbolreihe oder Spalte ein. Teilgebiete. Auf deiner Landkarte befinden sich jeweils 2 Teilgebiete der 4 Farbregionen: Berge, Land, Dünen und Fluss. Der Leuchtturm teilt den Fluss in 2 Teilgebiete. Hast du ein Teilgebiet komplett gefüllt? Dann bekommst du auch hier wieder Punkte für die Zahl, die du dort am häufigsten eingetragen hast.
Trage die entsprechende Anzahl oben auf deiner Landkarte ein, und zwar in das linke Punktefeld, das zu dieser Farbregion gehört. Hast du das zweite Teilgebiet einer Farbe komplett gefüllt? Dann schaust du, welche Zahl du in beiden Teilgebieten zusammen am häufigsten eingetragen hast. Trage die entsprechende Anzahl als Punkte in das rechte Punktefeld ein, das zur Farbregion passt. Was bedeuten die Muscheln? In den Punktefeldern der Symbolreihen und Teilgebiete gibt es Muscheln. Sie können dir, je nach Muschel, 1, 2 oder 4 Bonuspunkte einbringen. Hast du eine Symbolreihe oder ein Teilgebiet als erster ausgefüllt, dann bekommst du Bonuspunkte und schnappst sie den anderen weg. Kreise die Muschel im entsprechenden Punktefeld ein. Deine Mitspieler müssen sie durchstreichen. Sie können für diese Symbolreihe oder dieses Teilgebiet keine Bonuspunkte mehr bekommen. Spielende. Das Spiel endet, wenn einer von euch in mindestens 8 Punktefeldern Punkte eingetragen hat. Ihr spielt die Runde noch zu Ende, so dass jeder von euch gleich oft mit Würfeln an der Reihe war. Schlusswertung. Jetzt schaut jeder von euch, welche Zahl auf seiner Landkarte die größte zusammenhängende Gruppe bildet. Dabei zählen nur Zahlen, die direkt aneinander stehen. Zahlen, die nur diagonal aneinander grenzen, gelten nicht. Wie bei den vorherigen Wertungen tragt ihr euch die Anzahl als Punkte ein. Und zwar in das linke Schlusswertungsfeld. Anschließend schaut, welche Zahl die zweitgrößte zusammenhängende Gruppe bildet. Notiert auch hier die Anzahl als Punkte. Und zwar in das rechte Schlusswertungsfeld. Hat jeder die Schlusswertung gemacht? Dann zählt ihr alle eure Punkte und Bonuspunkte zusammen. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Bei Gleichstand gewinnt der Spieler, der mehr Zahlen im Fluss notiert hat. Für Beispiele und weitere Details schaut bitte in die Spielanleitung. Und jetzt viel Spaß mit Sailor Man Dice.